Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und in dem heutigen Video befinden wir uns auf dem Berserker, auf meinem Free-to-Play-Account, ja, der sich jetzt übrigens auf Stufe 409 befindet. Wir sind deshalb heute hier auf dem Account, weil wir heute noch Sonntag haben, das heißt der letzte Tag des Events ist angebrochen. Und ja, ich als Free-to-Play-Spieler hier auf dem Server habe tatsächlich das Wochenende auch reingepilzt, was die Alu angeht, da wir ja die definitive Chance haben, 2 epische Gegenstände zu finden, und das ist für einen Free-to-Play-Account auf jeden Fall sehr, sehr stark und ist die Pilze auch wert, weil ihr macht ja eh eure Alu. Und ja, es ist sind halt keine weggeschmissenen Pilze, so in dem Sinne, ne? Und bekommt halt noch safe ein Epic mit dazu. Und ja, oder besser gesagt 2, wenn ihr halt 300 Alu macht. Und wie gesagt, es ist halt komplett worth, als Free-to-Play-Spieler an diesem Event seine Alu zu spielen. Ja, denn wann bekommt man sonst nochmal die Chance, ein garantiertes Epic zu bekommen? Ne? Ihr braucht ja nicht mal großartig hier euren Greifen leasen oder so, der 25 Pilze kostet, das ist ein bisschen zu viel. Ne? Die 25 Pilze solltet ihr euch lieber aufbewahren für ein 5-fach-Event oder so, ne? Wenn man die Alu wirklich spielen muss, dann sollte man die 25 Pilze auch investieren für ein Greifen. Dann braucht man halt auch noch die Pilze, um halt die Alu zu spielen. Deswegen solltet ihr immer so um die 50 Pilze so über haben, ne? Und ja, aber wie gesagt, für das Event auf jeden Fall sehr cool. Wenn man hier seine Alu spielen möchte, bekommt man hier einen epischen Gegenstand. Ja, und das ist jetzt mein zweiter diesen Tag. Insgesamt 6 Stück habe ich jetzt über die 3 Tage gemacht hier auf dem Free-to-Play. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel und hilft, denke ich mal, den Free-to-Play-Spielern auch sehr aus mit ihrem Equipment. Ne, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussah, ob ihr Free-to-Play-Spieler seid und wenn ja, ob ihr da auch Glück gehabt habt mit euren Items. Das ist jetzt mir bisher meine aktuelle Ausbeute. Ne, plus 18 ist jetzt nicht so huge. Dann haben wir hier noch, ja, also ich habe Sachen, die sind jetzt nicht so nice. Ne, jetzt bekomme ich noch gleich meinen nächsten Gegenstand hier. Ein Item hatte ich ja schon eingesetzt, und zwar die Handschuhe. Ne, die Handschuhe nicht. Ich hatte Handschuhe gehabt, doch Handschuhe hier für den Bertrahmen, ne? Der hatte 216 Punkte oder irgendwie sowas so um den Dreh plus gemacht dadurch. Also sehr, sehr gutes Upgrade auf jeden Fall. Ne? Wir ziehen jetzt mal unser Quest-Equipment weiter an. Und was bekommen wir hier raus? Noch ein Brustpanzer, ja. Ist jetzt nicht so, ja, nicht so nice, ne? Das ist jetzt auch nochmal alle Attribute, ne? Aber ist halt auf jeden Fall was zum Zerlegen, und dafür ist es halt ganz gut. Ja, und das 11. Bier trinke ich halt auch noch, weil, ja, da kann man die letzte Alu dann auch nochmal spielen, und vor allen Dingen die letzte Quest ist ja dann auch immer nochmal ein bisschen besser, ne? Deswegen nehmen wir die auch noch an, so, und haben hier unser Soll erstmal soweit getan. So. Stadtwache erstmal für kurze Zeit angestellt, und ja, das ist bisher die Ausbeute. Ich habe auch eine neue Waffe hier tatsächlich bekommen auf dem Account. Das war hier meine alte gewesen, die hat jetzt meinen Bertrahmen. Die war auch nochmal ein sehr krasses Upgrade für den Bertrahmen. Die hatte ich, glaube ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Doch, ich glaube, ich habe die auch aus einer Quest bekommen tatsächlich, ne? Also auf dem Free-to-Play habe ich hier gut reingelackt das Wochenende jetzt, also kann ich mich nicht beschweren, auf jeden Fall. Ne? Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch momentan gerade die Pilze, die Tränke wieder drin, weil, ja, ich kriege da immer wieder nochmal Fragen, warum ich mir die Tränke im Inventar aufbewahre. Ich sag's nochmal, ich sammle so lange Tränke, bis ich mindestens 2 von jedem nutzen kann, das heißt 2 von den beiden hier. Und einen von dem Flügeltrank, weil der hält ja eine Woche, und so ein Trank hält halt hier nur 6 Tage. Und wenn man 2 von denen hat, dann kann man den Flügeltrank und alle 3 Top-Tränke dann ja knapp eine Woche tragen so. Ansonsten bringt mir das nichts, wenn ich den Flügeltrank länger drin habe und die beiden Slots, die fehlen mir, dann habe ich da auch nicht viel von gewonnen. So, ne? Ist schon am besten, wenn man alle 3 auf einmal hat, und dann sollte man das auch nutzen. Und ich bewahre die so lange auf, bis ich dann mal irgendwann die Zeit habe, um dann auch dementsprechend, ja, Dungeon Tries zu machen.
Ne, was bringt mir das denn, wenn ich die Tränke drin habe und ich dann aber dafür kaum Zeit habe, um irgendwie großartig Kämpfe zu machen, ne? Bringt ja auch nicht viel und deswegen, ja, nehme ich die dann immer, wenn ich Zeit habe. Momentan ist halt der Fall. Und ja, habe mich wieder ein paar Plätze nach oben geschossen hier, ne? Der Server ist aber relativ aktiv so, muss ich mal dazu sagen. Aber wenn ich Tränke drin habe, dann besiege ich auf jeden Fall viele Leute in meinem Umfeld, die ich vorher nicht besiegt habe, ist natürlich klar, ne? Und steige dementsprechend auch nochmal ein paar Level hoch. So, ansonsten können wir ja mal gucken, wen wir hier noch vor uns haben. Ich weiß gar nicht, wen ich als nächstes irgendwie besiegen möchte. Die Wirbelwind würde ich schaffen, aber die sind mir tatsächlich zu schade momentan für die, ja, für den Free Try. Ne, ich kann ja hier auch nur einmal pro Stunde angreifen, weil wegen Free-to-Play-Account. Wir können mal den probieren. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, okay, gut, alles klar. Okay, gut. Fürs Video können wir ja mal einen Try machen. Können wir ja mal hier mal ein Pilzchen ausgeben überall. Um mal zu gucken, wie es so aussieht hier. Ist ja auch ziemlich interessant immer auf dem Berserker. Da kann ja immer einiges passieren. Ne? Wenn wir Glück haben, rastet der halt richtig aus. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber der Gegner auf jeden Fall auch sehr gut legbar. Ne? Haben wir eben gesehen. Wenn der fällt, dann ist, ja, kriegen wir auf jeden Fall wieder gut EP. Mal gucken, was das Dämonenportal sagt heute hier. Ein Geschickgegner. Ich habe gestern wieder ein neues Portal abgeschlossen. Ist ganz nice. Und ihr seht, was der ja, Berserker hier raushauen kann. Wenn er ein paar Kombis trifft, ne, hat er jetzt nicht. Aber da geht auf jeden Fall einiges. Wenn die Pots angelegt sind, ne, dann ist auf jeden Fall, ja, sieht das ziemlich gut aus bei mir. Mit Fortschritt in den Dungeons und im Dämonenportal vor allen Dingen. Okay, hier, der ist jetzt nicht weiter machbar. Der war auch nicht machbar. Dann gucken wir mal, wir stecken mal in jeden Dungeon-Gegner stecken wir mal einen Pilz rein. Ja, das können wir uns mal erlauben. Mal kann man sich mal als Free-to-Play-Spieler auch was gönnen. Und danach wird dann wieder weiter gespart, ne? Damit wir dann dementsprechend auch... schöne Kombo. Das ist halt... Ich finde halt, den Berserker ist eine geile Klasse so, ne? Vor allen Dingen Free-to-Play bockt er halt, weil der dann später in den Dungeons auch noch gut was rasieren kann. Wenn ihr den so durchrusht am Anfang, wofür die Klasse ja gemacht ist, stößt die schnell an ihr Zenit und dann kommt sie in den Dungeons nicht mehr großartig weiter, weil die Gegner dann einfach zu stark werden. Und der Berserker ist nun mal die schwächste Klasse in den Dungeons im Late Game. Im Early Game ist er natürlich die stärkste Klasse, aber später, wenn sie auf die ganzen Krieger trifft, die unglaublich viel Leben haben, dann ist die Klasse halt auch verloren so, ne? Und ach man, schade, ein Treffer mehr noch. Ja, und der direkte Konter zum Berserker ist halt nicht, wie viele es glauben, der Magier, weil der Magier haut ja doppelten Schaden raus gegen den Berserker in den Dungeons, sondern es ist halt, ja, es sind halt wirklich die Krieger, die ihm wirklich das Leben schwer machen, ne? Weil, ja gut, gegen die Magier, die haben halt nicht viel Leben, da braucht er nur mal eine gute Kombo und dann liegen die Magier. Allerdings bei den Kriegern, die haben so verdammt viel Leben und hauen halt auch nachher im Late Game relativ viel Schaden raus, dass der Berserker da sich dann die Zähne ausbeißt an den ganzen Leben, was die haben. Und deswegen ist dann tatsächlich natürlich dann der Krieger, der nachher den Berserker einiges an Probleme machen wird und vor allen Dingen die dann viel Leben haben. Zum Beispiel jetzt meine Olymp-Gegner auf meinem Main, die haben ja verdammt viel Leben, ne? Und da wird der Berserker es nachher richtig schwer haben, ne? Allgemein nicht nur in den Dungeons. Ach komm, Mensch, einen Gegner können wir doch mal hier noch besiegen. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir gerade nicht sehr viel Glück. Ne? Allgemein ist der Berserker nachher eine schwache Klasse. Okay. Jetzt war ich gerade verblüfft, dass wir so viel Schaden rausgehauen haben. Vor allen Dingen mein Bertram, der hat hier so viel gemacht gerade. Der hat ja den meisten Schaden hier gerade gemacht. Ne? Nicht nur, dass der Berserker schwach in den Dungeons ist, sondern auch im PvP-Bereich nachher nicht so gut ist. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir den Free-to-Play spielen, weil wir dann immer kontinuierlich was von ihnen haben und nicht nur am Anfang schnell und dann später gar nichts mehr. Deswegen ist das ganz nice auf jeden Fall. So, nehmen wir einen Gegner hier mit. Ja, gucken wir mal, die Blindschleiche ist ein Magier, also braucht mein Bertram eine Combo.
Ansonsten sieht es halt so aus, ne? Aber das ist halt kein Problem für den Berserker. Da sollte er schnell durchkommen, wenn man da ein paar Pilze investiert. Machen wir natürlich nicht. Ja. Wir können nochmal hier versuchen. Ein Pilz stecken wir noch hier rein, weil der auch so gut aussah. Wenn nicht, stecken wir oben nochmal in die... Okay, gut, will nicht. Stecken wir... Oh, warte mal. Intelligenz. Mal gucken, was mein Markwart sagt. Plus 27. Nee, lohnt sich nicht. Jetzt schauen wir nochmal, stecken wir nochmal einen Pilz hier in den Licht, hier in diese Karante wollte ich nochmal kurz gucken. Der sah ziemlich machbar aus. Stecken wir nochmal hier einen Pilz rein und dann soll es das aber auch dann gewesen sein mit den Tries hier soweit. Ne? Dann müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel ausgeben. Ach komm, ja moin, Alter. Alles klar. 6-mal getroffen oder so, 6-mal ausgewichen. Ja, das kannst du auch halt auch keinen erzählen. Da wäre die Karantel jetzt 10-mal down gewesen. Ne? Also wir machen sehr viel Schaden hier gegen den Gegner. Allerdings, ja, haben wir gerade sehr viel Pech. Guckt mal, was wir an Schaden machen. Wir brauchen nur eine Combo. Okay, gut, soll nicht sein. Ja, okay. Wir dürfen nicht zu viel ausgeben hier. Da müssen wir halt drauf achten. Ansonsten ist halt der Gegner ist easy down. Ne? Aber jetzt haben wir gerade ein bisschen Pech. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Vom Free-to-Play-Account mal wieder reingeschnuppert hier. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.